Für viele Menschen ist Ruß etwas Schmutziges, etwas Unangenehmes, etwas, was man aus dem Ofen kennt. Für uns ist Ruß ein sehr, sehr wichtiges Produkt mit sehr, sehr vielen Facetten und einer sehr, sehr breiten Anwendung. Wenn wir uns in unserer Umgebung umschauen, sehen wir sehr, sehr viele schwarze Produkte. Und wenn man hier genau hinschaut, ist schwarz nicht gleich schwarz. Und das ist da, wo unser Geschäft anfängt. Der Standort Karlscheuren wurde 1895 gegründet durch August Wegelin. Wir haben 2020 unser 125-jähriges Jubiläum hier am Standort gefeiert. Heute sind wir ein weltweit operierendes Unternehmen mit 14 Produktionsstandorten über die Welt verteilt. Industriell hergestellte Ruße, wir bezeichnen diese auch als Carbon Black, haben heute eine sehr große Anwendungsvielfalt. Wir stellen bei Orion über 100 verschiedene Produkte hier an diesem Standort in Karlscheuren her. Weltweit sind es knapp 400, weil es einfach so viele Anwendungen für Ruß gibt. Vom Reifen über viele Kunststoffanwendungen, über die Lackindustrie, über die Druckfarbenindustrie bis hin zur Kosmetikindustrie. Schwarz ist nicht gleich schwarz. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Nuancen von Schwarz. Zu dem Schwarzton kommt noch der Unterton. Das heißt, wie warm oder wie kalt ein Produkt wirkt. In Innenanwendungen und Holzapplikationen sind wärmere Untertöne, also wärmere natürliche Untertöne bevorzugt. Bei automobiltechnischen Produkten eher ein kalter Unterton. Unsere Kunden sind Farben- und Lackhersteller, das heißt die Industrie. Der Endkunde kann unsere Produkte indirekt kaufen, indem er sich zum Beispiel ein neues Fahrrad, Auto oder Handy kauft. Unsere Produkte müssen natürlich neben dem klassischen Schwarzsein auch verschiedene Anforderungen erfüllen. Also vor allem, wenn eine Druckfarbe hergestellt wird, dass die einen bestimmten Glanz hat, eine bestimmte Farbstärke, dass die Fließfähigkeit gegeben ist. Unser Produkt gibt den Druckfarben und den Tinten die schwarze Farbe. Deshalb sind wir in sehr vielen Dingen des alltäglichen Lebens vorhanden. Also zum Beispiel in Zeitungen, in Magazinen, auch bei Lebensmittelverpackungen. Da ist es halt wichtig auch, dass unser Ruß für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet ist. Bei Verpackungen ist es je nachdem auch einfach zum Schutz des Inhaltes. Also das Carbon Black Pigment hat auch einen Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Farben. Oder halt auch einfach zum Schutz vom Ausbleichen. Alle Anforderungen, die unsere Kunden quasi brauchen und haben möchten, die testen wir hier einmal, um dann halt zu sagen, okay, das ist gerade für den Kunden das perfekte Produkt. Gleichzeitig sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Verfahren und nach neuen Methoden, um uns immer weiter zu verbessern. Unsere leitfähigen Ruße werden in einem großen Spektrum an Technologien eingesetzt. Und es sind maßgeschneiderte Kohlenstoffe mit einer sehr genau definierten Oberfläche, Struktur, Reinheit und Partikelgröße. Das können Batterien sein, wie zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien oder Blei-Säure-Batterien, aber auch Zink-Kohle-Batterien aus dem Haushaltsbereich. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch jedes konventionelle Auto, das hier in Europa oder in Deutschland auf den Straßen fährt, nur funktioniert, weil eben die Kohlenstoffe von Orion enthalten sind. Unser wichtigstes Produkt für die Lithium-Ionen-Batterie sind Acetylenruße. Und Acetylenruße haben im Gegensatz zu konventionellen Leitadditiven einen 14-mal geringeren CO2-Ausstoß. Nebenbei ist das Hauptnebenprodukt bei der Reaktion Wasserstoff. Und dadurch ist natürlich der Beitrag für Nachhaltigkeit gewährleistet. Warum Gummibauteile, die unter den härtesten Bedingungen eingesetzt werden, eigentlich schwarz sind? Das liegt daran, dass solche Gummibauteile verstärkende Füllstoffe brauchen. Und der prominenteste verstärkende Füllstoff oder auch der weltweit am meisten eingesetzte ist Carbon Black. Beim Gebrauch verursacht der Reifen am meisten CO2. Deswegen ist es wichtig, sehr gute Rohstoffe einzusetzen,
die einen möglichst rollwiderstandsarmen Reifen ermöglichen. Wir bei Orion versuchen Lösungen zu bieten und Produkte zu bieten, die nachhaltig sind, und wir entwickeln unsere Carbon Blacks stetig weiter. Und zwar können wir die Oberfläche modifizieren, um damit einfach einen besseren Rollwiderstand in den Reifen zu ermöglichen. Ein nachhaltiger Reifen wäre zum Beispiel einer, der wenig verschleißt, der wenig Rollwiderstand hat und aber auch aus Rohstoffen entsteht, die erneuerbar sind oder aus einem Recyclingprozess kommen. Wir als Orion sind sehr froh, dass wir in dem EU-geförderten Black Cycle-Projekt vertreten sind. Da geht es darum, das Problem der Altreifenbeseitigung anzugehen. Es gibt den Prozess der Altreifenpyrolyse und in diesem Prozess können wir quasi den Reifen komplett recyceln, statt ihn einfach auf eine riesige Halde zu werfen oder ihn einfach zu verbrennen. Und in einem Pyrolyseprozess können wir den Ruß oder das Carbon Black zurückgewinnen und das Polymer, also der Naturkautschuk, der eingesetzt wird, wandelt sich in ein Pyrolyseöl um, welches wir wieder in unserem Prozess einsetzen können und neuen Carbon Black herstellen können. Die Anforderungen an Carbon Black wachsen kontinuierlich. Das hängt vor allem zusammen mit der Anwendungsvielfalt, die wir mit unseren Produkten begleiten. Wir arbeiten ständig daran, mit unseren Teams global, aber auch in unseren Entwicklungs- und Forschungsabteilungen in Deutschland und China an der Erforschung von neuen Rußen. Auch für neue Anwendungen, die momentan noch nicht auf dem Markt sind. Das findet gemeinsam statt im Bereich unserer technischen Marktbetreuung, aber auch im Bereich unserer Innovationsabteilung. Und dieses Zusammenarbeiten unserer Teams bringt am Ende neue Produkte hervor, die der Markt braucht.